Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es endlich mal wieder was Neues. Und zwar bauen wir jetzt in unseren Wohnwagen eine Staukassenklimaanlage ein. Ich habe ja letztes Jahr so ein Video gemacht mit einem Monoblockgerät. Das hat ganz gut funktioniert, allerdings stand es ja immer der ganze Urlaub hier im Weg, war relativ laut und es ist uneffektiv, weil es immer wieder Luft nachsaugt. Hat so ein bisschen dazu geführt, dass auch Staub mit in die Wohnwaage reinkommt, weil ja immer Luft, die rausgedrückt wird durch den Schlauch, auch wieder nachgezogen wird. Die Staukassenklima steht hier, und zwar eine Weckline 9000 BTU. Man findet relativ wenig Informationen darüber oder Videos, deswegen, ich habe mir die jetzt bestellt, die kostet um die 1000 Euro, also knapp drüber 1050 habe ich bezahlt mit Versand. Hier könnt ihr jetzt sehen, was alles inklusive ist. 2 Ablaufrohre für Kondenswasser, eine Bohrschablone, Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier die Fernbedienung mit Halterung, Batterie. Hier ist das Montagekit für den Boden. Das ist die Halterung für das Bedienpanel. Das kann man dann zusätzlich montieren. Hier sieht man die Gradanzahl, Temperatur plus minus, Anzahl der Lüfterdrehzahl. Dann hier der Modus, warm oder kalt und ein aus. Hier ist noch das Gitter. 3 Ausströmer sind mit dabei. Dann sind noch 5 Meter Schlauch mit dabei. Kälteschlauch und dann natürlich die Klimaanlage mit ungefähr 28 Kilo. Was ich gerade noch erwähnen möchte, ich habe es in manche Bewertungen von Online-Shops gelesen, dass die Fernbedienung fehlt. Und zwar ist die hier drin. Hier gibt es ein Fach. Das kann man hier aufmachen. Und hier befindet sich die Fernbedienung. Falls ihr die nicht in der normalen Päckchen mit dabei habt, wie bei mir, dann guckt mal lieber da rein. Da scheint sie sich zu verstecken. So, ich habe jetzt den Plan mal auf den Boden gelegt. Und hier sieht man, es gibt 3 Löcher. Einmal ein Entwässerungsloch, den Outlet und den Inlet. Und der Inlet liegt bei mir über dem Rahmen. Das heißt, hier geht bei mir der Rahmen drunter durch. Ich platziere das jetzt so, dass die Rahmenschraube jetzt hier ist, neben Outlet, aber nicht ganz so unter diesem Band zum Festmachen. Der Inlet wird jetzt über den Rahmen drüber gehen. Ich habe aber das in andere Voreinträge, Videos auch schon gesehen. Das ist öfters der Fall. Kann man dann ein bisschen schön verkleiden oder so. Das schaue ich nachher, wenn ich es einfach aufgesägt habe, aber anders kann ich es jetzt auch gar nicht einbauen. Hier vorne werde ich dann das Einlassgitter für die Lüftung hinbauen. Das heißt, hier haben wir dann auch genug Platz, um die Luft strömen zu lassen. Und hier sind ja die Ausgänge von der Klimaanlage. Einer wird auf jeden Fall mal hier rausgehen. Bei der anderen muss ich noch gucken, ob ich da hinten noch rumgehe oder ob ich die Auto rauslasse. Erster Versuch. Passt wunderbar. 30 mm Abstand hier auf der Seite. Das kriegen wir auch hin. Und die Stütze hier werde ich dann durch den Metallstab ersetzen. Beziehungsweise kann ich ja den Holzstab, denn hier, der war ja so eingebaut, den kann ich auch eigentlich schräg oder 90 Grad verdreht oder einbauen. Dann ist er auch nicht so tief und dann passt es ja auch wieder. Wichtig ist natürlich in dem Bereich, wo man jetzt gleich säge, dass hier nichts unten drunter ist, also außer der Träger. Aber keine Leitung oder so irgendwas. Aber da sieht man jetzt bei mir schon das erste Problem. Hier ist die Schraube. Die letzte, die man von oben sieht, die ich gezeigt habe. Und hier drüben ist dieser Kabelkanal noch. Da gehen noch die Kabel von der Beleuchtung durch und noch irgendwo Kabel, genau. Das werde ich jetzt gerade noch wegschrauben, das tue ich dann nachher ein bisschen umlegen einfach. So, damit jetzt nichts mehr schief geht, klebe ich das jetzt auch noch fest. Den Kabelkanal habe ich unten drunter weggeschraubt, das war gerade die 6 Schraube. Das ist auch nur das Kabel von der Beleuchtung hinter drin. So, jetzt bin ich wieder mit der Schraube halt hier unter dem Gurt, aber ich glaube, ich lasse das jetzt gerade so, weil dann halte ich auch die ganze Abstände hier ein. Ja, dann kommt jetzt der erste blöde Moment, das Durchbohren. Jo, passt. Ja, hier auch, aber das ist gut. Das Loch mache ich nachher, wenn ich dann auch das große Loch bohre. Die Löcher zum Bohren habe ich jetzt hier mit dem 9er, 8er, 9er Bohrer gemacht. Das passt dann für die Stichsäge. Und jetzt tue ich aber die anderen Löcher gerade noch mit einem kleinen Bohrer anbohren, einfach nur weil die
Schablone verreißt ja ein bisschen und jetzt kann ich noch alles schön markieren. Deswegen mache ich noch ein kleiner Tacker oben aufs Laminat oder auf den Boden und dann sehe ich dann auch noch, wo die Löcher hingehören. Drainageablauf. Dann haben wir hier die 4 Halterungen. Die baue ich gerade auch hier an. So sieht es jetzt aus. Alle Löcher sind angebohrt. Jetzt können wir die Schablone entfernen und dann sägen. Ich habe jetzt alle Sägeschnitte gemacht, außer hier und hier. Also hier habe ich jeweils mit einem kurzen Sägeblatt angesägt. Das ist jetzt nicht ganz durchgegangen, der Rest mache ich jetzt einfach mit dem Multitool. So, jetzt scheint nicht durch zu sein. Hier und hier ging es ein bisschen schwerer. Ich gehe davon aus, dass da ein Träger oder ein Stück Holz drin ist. So, hier ist ein Stück Holz und ja, hier ist alles normal. Das tun wir jetzt noch ein bisschen sauber machen und dann kommen da noch so leichte wahrscheinlich rein oder ich mache hier so Bleche drüber. Also die Löcher sind jetzt alle drin. Hier habe ich eine Latte erwischt. Da schaue ich jetzt noch, wie man das hier ein bisschen unterfüttern. Das geht aber, da kann man ein bisschen was drum rumbauen. Schön sehen sie noch nicht aus. Jetzt weiß ich auch, warum ihr in der anderen Videos fast nicht seht, wie die Löcher nachher aussehen. Ich mache die noch ein bisschen hübsch nachher. Und dann muss da noch Unterbodenschutz drauf, ein bisschen Farbe. Die Farbe darf nicht auf das Styropor kommen, sonst zieht sich das zurück, weil Styropor wird angegriffen durch Lösungsmittel, außer es ist Wasser passiert. Reinpassen tut sie auf jeden Fall schon mal. Gut, also Wasserauslass, Luftauslass und Lufteinlass. Ich habe jetzt gerade mal einen kleinen Probelauf gemacht, habe es angeschlossen und das ist wirklich sehr gut vom Geräusch. Also ich habe vorher ja den Monoblock im Wohnwagen gehabt und das ist gar kein Vergleich. Das Ding hört man so ein bisschen. Jetzt mache ich das Gitter dran, das werde ich jetzt hier setzen und zwar mittig zu der Klimaanlage. Dann ist nicht ganz so weit hier vorne und dann habe ich auch nicht das Problem, dass wenn ich hier ausblase, dass es gleich wieder hier reinsaugt. Ich könnte es jetzt auch hier hin machen, der Platz hier dazwischen die 3 cm reicht. Da wird auch genug Luft durchkommen, aber ich mache es jetzt so mittig oder ein bisschen nach hinten versetzt. Ich habe es jetzt hier angezeichnet. Ich mache das jetzt 23 breit, dann sind wir ganz knapp hier innen vom Maß und 20 hoch. Ich habe jetzt noch ein bisschen nachgearbeitet hier an der Kante. Jetzt habe ich gesehen, hier habe ich zwar die Latte durchsägt, aber hier ist eine drunter. Das sieht man von der anderen Seite hier. Das heißt, da wo die Schraube durchgehen, können wir mal davon ausgehen, dass auch Latte sind. Und der Abstand ist relativ gering, so um die 20-25 cm. Von dem her ist, denke ich, da gar keine Gefahr, weil hier ist schon noch eine Latte. So, jetzt habe ich, das habt ihr jetzt nicht gesehen, Lack drauf gesprüht innen und Unterbodenschutz. Ich habe jetzt nur die Bretter drauf liegen, weil es ein bisschen stinkt und damit es auslüften kann. Hallöchen, inzwischen ist es 2-3 Tage später. Ich habe mir das jetzt nochmal genau angeschaut und ich möchte die Löcher jetzt nochmal ein bisschen genauer nachfräsen. Ich habe mir auch einen Fräser besorgt, einen Bündigfräser. Ja, damit mache ich das jetzt mit so leichter, weil dieses Gefratzel, ihr seht es hier, das gefällt mir nicht. Die Abstände sind nicht ganz richtig und die 135 mm habe ich hier auch nicht in der Breite. Ich habe hier ein bisschen zu wenig, weil die Säge immer schräg ist wegen diesem Balken. Deswegen habe ich mir jetzt hier so einen 6 cm Fräser gekauft, Bündigfräser mit Rolle. Und jetzt kommt unten eine Leiste hin, die schraube ich jetzt da an, wo ich genau die Linie haben will, von dieser Fräskante. Und dann fräse ich da damit der ganze Boden durch. Der Boden ist ja 4,5 cm dick, das passt mit einer 6 cm dann wunderbar und das machen wir jetzt noch. Eigentlich fehlt hier gar nicht viel, man sieht es da. Aber dadurch, dass das Sägeblatt hier schräg gelaufen ist, so nach innen, fällt halt unter einfach 3 mm ungefähr. So, fertig gefräst. Jetzt sieht es ja hier ein bisschen schön aus. Die Kanten sind richtig glatt geworden jetzt. Hier auch, da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten, ein kleines bisschen, da komme ich nicht dran. Ich
habe jetzt gerade noch die Stromversorgung hier gemacht. Ich habe jetzt noch eine Steckdose eingebaut mit Abzweigdose, weil ich noch eine Leitung nach vorne lege und das Bett fürs Ladegerät. Und hier sind jetzt die Kante schön mit Unterbodenschutz. Genau. Kann man noch die Leisten unten hin machen, damit das ein bisschen geschützt ist, und dann die Gitter. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wegen dem Thema, ich klemme das Ding hier an die Heizungsrohre an. Da ist ja noch das Problem, dass die Warmwassertherme auch durchströmt wird von der warmen Luft. Allerdings haben wir auch immer die Warmwasserheizung an, wenn wir unterwegs sind und Warmwasser brauchen. Von dem her werde ich das jetzt abklemmen, so dass man es wieder rückbauen könnte. Ich habe auch gelesen, dass viele das auch an diese Warmluftleitungen dran gemacht haben. Deswegen probiere ich das jetzt auch aus und dann schauen wir einfach, wie es sich gibt. Vielleicht gucke ich dann zwischendurch mal rein, schaue, ob es da feucht ist. Und dann kann ich immer noch reagieren und das Rohr andersweitig wieder noch verlegen. Hier sieht man jetzt auch nochmal schön, das Original Warmluftrohr ist halt innen mit Aluminium. So, hier gibt es dann solche T-Verteiler. Ein bisschen kann ich auch wegschieben, das ist auch nicht schlecht. Jetzt müsste man das eigentlich gerade so reinstecken können. Ja, funktioniert. So sieht jetzt unser erstes Rohr aus. Das hier gucke ich jetzt, dass ich auch auf die Höhe komme von dem Rohr in der Mitte. Das hier ist ja der Außeraufsatz. Hier ist das Loch 60 mm mit einer 16 cm Höhe. So wird es dann aussehen von innen. Kommt jetzt wieder rein. Hier rein und dann hoffen wir, dass es aufs Loch passt. Hier ist eine Kerbe dran. Mal gucken, hier ist so ein Dreieck, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Hier ist auch so eine Kerbe. Wenn die aufeinander stehen, dann muss man das Ding da rein drehen und so kriegt man es nämlich dann auch wieder auseinander und dann kann man es gerade auseinanderziehen. Irgendwie. Ah, ja. Und dann kann ich es schön festdrehen. Die Abdeckung hier wieder drauf. Irgendwie so. Und die kann man dann auch nach vorne stellen. Ist hier raus. Cool. Ist gleich dran. Einmal drücken. Ist kalt. Hier unten bläst jetzt richtig schön raus nach vorne. Also hier der Luftstrahl in die Richtung. So, kommen wir zu der Fernbedienung. Ich habe hier jetzt hinten ein Stück rausgeschnitten aus diesem Gehäuse. Zum Kunststoffgehäuse, weil schon das Kabel gar nicht richtig irgendwie da reingeht. Und wenn dieses Stück draus ist, dann kriegt man auch das ganze Teil in diese Halterung rein, weil ansonsten passt das bei mir nicht. Die Halterung mache ich jetzt hier hin. Das ist hier quasi neben der Küche. Hier unten ist die Klimaanlage. Aber der Vorteil ist, ich kann ja auch den Vorhang davor ziehen, wenn jetzt das Ding irgendwie blenden sollte oder so. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Überblick. Und zwar Fernsteuerung hier an der Wand, geht hier runter. Hier habe ich jetzt ein Luftrohr angedockt und zwar ist das eigentlich hier unter den Schrank lief. Ihr wisst noch, das ging da unten rein, also einfach unter die Schublade und ist dann da geendet. Das habe ich jetzt hier angeschlossen. Jetzt kommt da hinten Luft. Ob das gut ist an der Wand, werden wir noch sehen mit der kalten Luft. Die Leitung geht jetzt immer noch dran. Diese Leitung hier ist wie gehabt auf die Verteilerdüse. Die unterste Leitung geht jetzt unter der Küche durch. Man sieht es dann da unten über dem Radkasten. Kommt dann hier raus und am Bett geht hier vor und hierher. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Auslassdüse, die strömt hier hoch. Das ist gut. Meine Frau wollte es jetzt nicht, dass es direkt aufs Bett geht oder über dem Bett. Dann haben wir hier unten die Auslassdüse, die in den Raum strömt. Und da drüber kommt ja auch noch was raus und da hinten unten ist auch noch eine Düse.
Somit ist eigentlich der Innenausbau quasi fertig. Ich werde jetzt die Klima noch ausrichten und dann noch schön verschrauben. Die Kühe, sage ich jetzt mal, die Gitter von unten, die jetzt noch dran müssen, die müssten wir eigentlich laut Anleitung nicht machen. Ich mache sie aber Unterbodenschutz ist ja drauf und so. Aber ich möchte Gitter haben wegen der Viecher und so Zeugs. Und da ist auch ein Netz drin und auch wegen dem Ausströmen nochmal. So, jetzt fehlen hier noch die Gitter. Ich habe jetzt hier welche gekauft. Mit schräger Auslassöffnung, einfach damit die Luft ein bisschen wegströmt vom Einlass. Das Gitter für die Auslassöffnung passt fast schon drauf. Also man kann es sogar hier reinklemmen. Ich muss jetzt hier bloß noch da diesen Rand ein bisschen absägen um die Hälfte. Und dann kann man es hier schön verschrauben und auch noch abdichten. Die Ausströmrichtung geht dann hier unter den Wohnwagen. Vom Wohnwagen wegblasen kann ich ja nicht, weil ich hier den Träger habe. Hier habe ich jetzt noch 3 Löcher drin. Dann kann man hier gleich Schraube reinmachen. Es sind aber nur 3 möglich, weil die andere Sache, da ist kein Holz. Und jetzt habe ich hier so Montage-Dichtkleber-Füller. Den werde ich jetzt hier auftragen. Und dann klebe ich es hin und mache die Schraube noch hin. Das Ansauggitter nehme ich jetzt so Fliegennetz, das habe ich noch. Ich mache da jetzt keine solche Gitter dran. Ich denke, dass das also besser ist und dann mache ich so leichte und so. Ich glaube, das passt dann auch. So, hier habe ich jetzt dieses Netz drauf und habe das jetzt so ein bisschen drauf geschmiert und glatt geschmiert. Das muss auch glatt sein, dass wenn nachher die Leiste drauf kommen, dass die auch glatt anliegen. Aber jetzt habe ich das eigentlich schon ganz gut gespannt hier, muss ich sagen, das Netz. So, der Kleber ist jetzt richtig schön fest hier. Das heißt, da passiert nichts mehr, das verrutscht auch nicht mehr. Da kann man die Leiste dran machen. So sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt hier einen Holzrahmen rumgemacht. Habt ihr ja gesehen. Den werden wir noch lackieren. Hier habe ich jetzt einen Schlauch dran für das Kondenswasser. Da hinten noch das Röhrchen. Das Röhrchen für das Kondenswasser an der Ansaugung. Ich finde leider gerade aktuell nicht die Originalschläuche, aber naja. Oben seht ihr jetzt am Gitter hier, am Einlass, dass sich da Wasser ein bisschen sammelt. Das kommt also nicht aus dem Kondenswasserschlauch, sondern wahrscheinlich von oben direkt vom Verdampfer. Hier haben wir das Auslassgitter. Das bläst jetzt in diese Richtung, also unter den Wohnwagen, nicht gegen den Träger hier. Und ich habe jetzt gerade geschaut, die Klimaanlage läuft jetzt schon eine halbe Stunde oder so. Das Gitter ist jetzt nicht sonderlich weich geworden. Hier hinten ist gleich. Also das ist eigentlich ganz okay. Ich habe ein bisschen wegen der Temperatur Bedenken gehabt, aber so ist eigentlich ganz gut. So sieht es jetzt innen aus. Hier die Steuerung. Ich habe es ja schon mal gezeigt. Da ist noch ein Auslassrohr. Die Klimaanlage ist jetzt unten drunter. Geräuschpegel ist super, muss ich sagen. Also es ist wie ein leichter Lüfter. Hier unten ist jetzt die eine Auslassdüse. Und hier beim Bett ist die andere Auslassdüse. Und dann kommt natürlich hier noch aus der Heizungsdüse was raus. Das habe ich da auch noch mit angeschlossen. Das war's mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt eure Frage in die Kommentare. Ich habe euch unter alles in die Videobeschreibung verlinkt. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, für die weiteren Videos. Es gibt noch Testvideos zu dieser Klimaanlage. Einmal mit dem Kühler, einmal mit dem Heizer. Das machen wir dann bei entsprechender Temperatur. Und dann gibt es noch irgendwann ein Langzeitfazit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.